Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzvorstellung des Sonderkraftfahrzeug 2 Kettengrad von Sokaimura im Maßstab 1:32. Das Kettengrad ist ein absolut verrücktes Fahrzeug, ich liebe es. Das Konzept ist einfach der helle Wahnsinn, ich würde auch gern mal eins fahren oder auch besitzen. Ist einfach total verrückt und toll, finde ich super. Sokaimura ist hauptsächlich bekannt für die 1:32er Flugzeugmodelle, die eine doch beeindruckende Detailfülle haben. Da ist das Kettengrad eigentlich bloß gedacht als bloßes Beiwerk auf einem Flugfelddiorama. Das ist hier mein erster Bausatz von diesem Hersteller und deswegen bin ich mal besonders gespannt, wie sich das gibt, wie das aussieht und ob das Kettengrad von der Detailfülle her auch vergleichbar ist mit diesen enormen Flugzeugbausätzen. Die Schachtel öffnet nach oben hin. Ihr seht, sie ist ein bisschen verdrückt. Ist jetzt nicht so die stabilste Box. Die Plastikteile sind alle in einer Tüte. Es sind nur 2 Gießäste, soweit ich das sehen kann. Dann finden wir noch einen Beutel mit Abziehbildern und eine Bauanleitung. Die Bauanleitung ist komplett auf Japanisch. Finde ich ein bisschen, weiß ich nicht. Also ich als Mitteleuropäer tue mich da ein bisschen schwer. 2 Gießäste wie erwähnt, A und B. Sieht man hier nochmal abgebildet. Und dann gibt es hier noch eine Farbtabelle, die sich auf Vallejo-Farben bezieht. Der Zusammenbau startet hier mit der Motor-Getriebe-Einheit, so wie ich das hier interpretiere. Ist eigentlich ganz nett, dass das auch dabei ist. Dann kommt hier die Wanne zusammen mit dem Aufbau und Motorabdeckung. Ist eigentlich ganz gut gemacht. Man kann eigentlich alles klar erkennen. Es werden auch pro Bauschritt nicht so viele Teile verbaut. Das sieht recht interessant aus. Die Ketten sind eigentlich komplett. Es sind auch schon ein paar Räder dran. Und wie es aussieht, sind diese Gummibelege auf einer Seite nur. Das heißt, da gibt es keine Trennnaht an der Kette. Das ist eigentlich ganz gut gemacht. Ja, da wird hier noch der Lenker zusammengebaut und dann ist auch schon fertig. Also das verspricht doch ein schneller und hoffentlich spaßiger Bau zu werden. Uns werden dann noch 3 Bemannungs- und Markierungsvarianten vorgeschlagen. Leider kann ich da nicht entziffern, was da gemeint ist. Ich schätze mal, dass das hier ein sandgelbes Fahrzeug ist, hier grau und hier abgetarnt mit einem 3-Farbtarn. Ja, schade, dass man da nichts weiter dazu erfährt, wenn man kein Japanisch kann. Schauen wir uns jetzt die Plastikteile an. Hier haben wir Gießast A, hier mit dem Motorgetriebe-Element und dann eigentlich das Chassis. Ich muss aber sagen, so überragend sieht der Guss eigentlich jetzt auch wieder nicht aus. Es ist ein bisschen Grat hier und da, hier so dicke Angüsse. Ja, wirkt ein bisschen wie Tamiya aus den 80ern. Also die Oberflächendetails sind schon ein bisschen besser, aber jetzt so grundsätzlich der erste Eindruck, eigentlich normal. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie sich die 1:32er Flugzeuge von Sokaimura so aus der Nähe betrachtet geben, aber das Kettengrad ist jetzt eigentlich ganz ordinär. Schauen wir uns das Ganze nochmal aus der Nähe an. Ja, hier nichts verbogen oder so, das ist eigentlich ganz gut gemacht. Ja, relativ wenig Teile, die schauen aber auch ganz gut aus dafür. Im Gießast B findet man dann viele Teile, die zum Fahrwerk gehören, unter anderem auch diese Kettenelemente. Finde ich ganz gut, dass sich da der Anfänger nicht mit zu Kleinteilen rumschlagen muss. Und jetzt von der Detaillierung her ist es eigentlich auch ganz in Ordnung. Besser wird man es mit Einzelgliederketten oder Gummiketten jetzt auch nicht hinbekommen. Also das nimmt einem doch viel Arbeit ab. Raffiniert finde ich hier, dass diese Gummipolster komplett auf einer Seite angegossen sind. Sieht man hier, die stehen hier so über. Und das korrespondierende Innenteil hat dann nur die Kettenglieder an sich. Also die Kettenglieder sind gespalten, die Gummibelege nicht.
ja, die würden auch mehr auffallen. Also da spart man sich auch das Versäubern. Das finde ich wirklich clever gemacht. Ist auch eigentlich ausreichend detailliert. Gibt es nichts zu meckern. Der Vorderreifen, ein bisschen geringes Reifenprofil. Es könnte ein bisschen stärker betont sein. Ja, und so die Kleinteile sind eigentlich ganz schön gemacht. Es sind auch wenig Befestigungspunkte pro Teil. Das sollte dann doch den Zusammenbau etwas beschleunigen, wenn man sich da weniger mit dem Versäubern rumschlagen muss. Für so ein kleines Fahrzeug ist der Abziehbilderbogen doch recht umfangreich. Mich stört hier hauptsächlich, dass die Abziehbilder extrem dick sind. Also wenn ich hier mit dem Finger drüber fahre, das ist wie ein Relief, da kann ich alles spüren. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, wenn ich das ein bisschen so im Licht glänzen lasse. Also die sind sehr dick geraten. Ist nicht ganz optimal. Ich finde auch, dass diese Nummernschilder etwas seltsam aussehen. So kenne ich das eigentlich nicht von der Wehrmacht und der Luftwaffe. Man kann auch seine eigenen Nummernschilder zusammenstellen. Man bekommt die ganzen Nummern und die Kürzel. Ja, auch Drehzahlmesser, Tacho und so weiter ist dabei. Ist eigentlich eine nette Sache. Aber ich habe auch schon deutlich bessere Abziehbilder gesehen. Das Kettengrad von Tsukimura ist klein, aber fein. Die Bauanleitung ist sehr gut gelungen und der Bausatz an sich ist simpel, durchdacht und vielleicht auch etwas zu einfach zum Bauen. Ist, glaube ich, ganz interessant für Anfänger. Trotzdem finde ich, da habe ich irgendwie mehr erwartet. Tsukimura mit ihren Wahnsinns-Flugzeugmodellen, ja, beim Kettengrad haben sie vielleicht ein bisschen gespart. Ist trotzdem ein guter Bausatz, kann man viel mit anstellen und ja, dürfte auch ein gutes Beiwerk für Flugzeugmodelle in dem Maßstab sein. Der Bausatz kostet so um die 20 Euro und ist ja zusammen mit der Einfachheit auf jeden Fall für Anfänger doch sehr interessant. Ich persönlich habe noch nie ein Modell von dem Kettengrad gebaut und ja, es wird jetzt einfach mal Zeit, deswegen habe ich mir den Bausatz zugelegt und der wird neben dem Flugzeugmodell sicherlich interessant aussehen. Das wäre es auch wieder für die Bausatzbesprechung. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamid Kawakas.